Mit dem Segelschiff und Kletterequipment vom nördlichsten Hafen der Adria bis nach Griechenland. Warum das Ganze? Neues zu entdecken und dabei unbeschrittene Pfade zu gehen, gibt mir einfach unglaublich viel. Oh, jetzt aber Vorsicht hier. Denn hier gibt's richtig viel zu entdecken. Denn während ein großer Teil des Felspotenzials im Inland schon erschlossen ist, bilden die felsigen Küstenlinien des Mittelmeers einen blinden, blanken Fleck. Fels ohne Ende, unberührt, unerschlossen, und genau dieses Nichts hat mich gereizt, hat meine Neugierde geweckt, loszuziehen. Aber halt, stopp, nicht so schnell. Nochmal ganz langsam von vorne. Tanto apurarsi un poco. Ich bin Florian Schüle, gehe viel zum Klettern und Segeln. Aber im Kleben bin ich Solarträger. Natürlich aus Carbon, sehr klar. Wir lernen Reffen. Okay, schön, hat geklappt. Hab hier ein Segelboot, das gerade keine Verwendung hatte, und habe mich gefreut, auf Philipp Hans und seine Crew zu stoßen und denen das Boot herzurichten für irgendein griechisches Abenteuer. Weil wir sehen, was alles passiert. Hast du ein gutes Gefühl? Ich hab, ja klar, ja, ihr macht das schon. Flo's Nachricht hätte echt nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Denn seit der Expedition nach Grönland 2018 habe ich Gefallen am Segeln gefunden. Also diese ungebundene Art, unterwegs zu sein, bedeutet pure Freiheit für mich. Zwar war ich schon viel auf dem Segelschiff, habe tausende von Seemeilen auf dem Nordatlantik zurückgelegt, einiges an schwerer See auf die Mütze bekommen, aber das hier ist irgendwie anders. Zwar habe ich einen Segelschein, aber ich hatte noch nie vollumfänglich die Verantwortung über ein ganzes Segelschiff und bin alles andere als ein erfahrener Segler. Und jetzt geht's für Kumpel Falk und mich tatsächlich los. Ahoi! Das Segel auf der falschen Seite rausgezogen und wir haben uns gewundert, was ist denn jetzt los? Also es ist holprig, aber wir sind unterwegs, wir kommen sogar ganz gut voran. Es war ein äußerst wilder Ritt. Wir sind jetzt hier in den Hafen angekommen, immer noch relativ windig, stürmisch. Wir sind angekommen, netter Hafenmeister hat uns in den Empfang genommen, geholfen beim Anlegen, und wo wir ihm dann erzählt haben, wo wir herkommen, hat er nur gemeint, hey, you crazy guys. Hat gemeint, da waren wir heute die einzigen, die den Kurs gefahren sind. Alle anderen Segelschiffe, die draußen waren, sind eben in die entgegengesetzte Richtung. Also eher mit dem Wind mitgefahren und nicht gegen an. Also das war ein wilder Ritt und wir sind jetzt aber so richtig angekommen, haben Blut geleckt, sind ziemlich happy. Und jetzt müssen wir erstmal das ganze Schiff aufräumen, weil hier sieht es aus wie Kraut und Rüben. Unglaublich, was wir allein in diesen ersten Tagen alles erlebt haben. Und genau so geht's auch weiter. Wir racen dahin. Ihr seid so schnell! Das regelt sogar am Sonntag. Ja, mit dem Chef hier. Hier ist niemand! Sonntag um 10:30 ziehe ich meine Arbeitshose aus. Wir ankern. Heute Teil 2 zum Thema richtiges Ankern. Dann an die Stelle fahren, wo der Anker fallen soll. Wie besprochen, an die helle Stelle zum Beispiel.
Das Boot in den Wind drehen und Landleine aufbauen. 1, Landleine 2, Anker. Wir funken Rion Traffic fangen jeden Sonnenstrahlen ein. Der Elektromotor verdankt es uns. Und wir fahren es mit knapp 3 Knoten und kriegen trotzdem noch Strom rein. Das ist nachhaltig, sage ich euch. Wir bauen eine tiefe Verbindung zu unserem Merlin auf. Ja, wir leben auf dem Schiff. Jetzt bei 6 Knoten Wäschewaschen. Mittlerweile ist es normal für uns. Hast gut gekocht. Ich danke dir. Hocken wir hier in der Dunkelheit und essen am Esstisch. Und das AIS zeigt keine anderen Schiffe an. Vielleicht bin ich doch ein bisschen aufgeregt, weil wir hier so drin sitzen und Was willst du denn sehen? Hier ist ja nichts. ja, vielleicht taucht ja doch irgendein Schiff plötzlich auf. Ein U-Boot. Und dann sind wir tatsächlich in Griechenland. Wir haben Besuch bekommen. Ja. Sweet hier. Ja, jetzt sind Moritz und René an Bord. Wir freuen uns jetzt, weil jetzt beginnt die Kletterei und deswegen segeln wir rüber nach Paxos und sind mal gespannt, was das Potenzial daher gibt. Ein cooles Gefühl, weil ich wirklich Abende verbracht habe auf Google Earth, um zu gucken, welche griechische Insel, welche griechische Küste geeignet sein könnte, um DWS zu machen, um vielleicht auch Meerseillängen zu erschließen. Probieren das jetzt aus und sieht nach einem Spielplatz aus. Also ich glaube, da werden wir noch einiges finden. Moritz darf einsteigen. Ja, geil, Mann! Mega geile Tour. Nice! Gruselig, aber nice! Das ist krank. Cool. Beeindruckende Kulisse hier. Und hier ein Amphitheater. Mit dem Segelschiff klettern zu gehen, ist die aufwendigste Art und Weise, um zum Klettern zu kommen. Denn ein Schiff steht nicht zack, bumm, einfach still. Wir können hier nicht ankern, es ist zu tief und deswegen müssen wir irgendwie da eine Leine reinspannen, wie so ein Spinnennetz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Mach doch die Wandschlinge länger einfach. Ist das aber alles organisiert und man steigt dann tatsächlich ein in unberührtes Gelände, dann gibt es für mich nichts Zufriedenstellenderes. Es ist das Gesamtpaket, es ist Abenteuer pur, es erfüllt mich einfach. Neben der King Line ist die Queen Line.
War schon ganz schön hoch da. Aber hat Spaß gemacht. Neue Linien erschlossen, erklettert. Und jetzt geht's weiter Richtung Süden. Auf zu neuen Spots. Idyllisches Ja, Foto. uns geht's richtig gut. Wir haben traumhafte Segelbedingungen, das erste Mal. Heute kein ruppiger Kurs. Wir haben es noch gut im Gegensatz. Was für einen Kurs haben wir? Kurs auf Kletterinsel. Halte nach den Bienen aus. Ah, da hinten. Sitzt ja auf dem Klo. Topspeed. Aber beschissener Kurs. Fahren richtig weit zurück. Oh, Moritz! Es war nicht viel, nur Wasser und Fels und wir 4 auf einer Nussschale. Unglaublich, was wir hier erleben durften und wie intensiv verbindend die Zeit war. Jeder einzelne Fels, den wir entdeckt haben, war etwas Besonderes, hätten wir noch viel mehr einbohren und erschließen können. Aber dieser Trip war dafür da, Neues zu entdecken, nicht so lange an einem Platz verweilen, Merlin in eine Pole Position bringen, denn er ist jetzt in seinem Winterlager und wartet nur darauf, geweckt zu werden, um dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Dies ist also nur der Anfang. Wir hatten eine ruhige Nacht in so einem Bojenfeld bei Rovinje
Was? Was ruhige Nacht. Das Ding hat die ganze Zeit gegen das Boot gescheppert. Hör auf, da im Hintergrund rumzuplubbern. Hat es die ganze Nacht dagegen gescheppert? Um 6 Uhr morgens. Das habe ich nicht gehört. Oder ich habe es ignoriert. Ich habe es ignoriert und dachte so, wann geht der Falk endlich raus? Ich habe viel überlegt, viel Zeit. Bin jetzt zu dem Entschluss gekommen und ich habe mich auch mit der Crew abgesprochen. Wir meutern. Also wir liegen jetzt hier im Hafen und der Captain ist so dermaßen smooth hier reingeridet. Er hat kurz mal vorwärts und rückwärts verwechselt, deswegen wäre ich fast da auf diese Mauer drauf gefahren, aber es ist gerade noch mal gut gegangen. Und jetzt liegen wir hier im Hafen, nachdem es wieder äußerst ruppig war. Ja, dass mein Kapitän gut schläft. Dann muss man hier so einen Vorspringen und Zurückspringen machen.